So, hello, and I hope we can have some useful time just now. Hallo zusammen und James hofft, dass wir einige brauchbare und nützliche Zeit miteinander verbringen werden. The topic is about sameness and difference, and using this as a basis for thinking about how identification can be understood from a Buddhist point of view. Nun, das Thema ist Gleichheit und Unterschied, und wir können dieses Thema gewissermaßen als Aufhänger für eine Reflexion darüber verwenden, was denn eigentlich Identifikation oder das sich Identifizieren aus buddhistischer Sichtweise ist. And in this we'll be looking a bit at some Western notions of identity, Buddhist notions, but also of the function that meditation can have in trying to loosen up some of the knots that can make us have a very narrow view of ourselves. Und dazu werden wir einerseits einiges über das westliche Denken, über das, was Identität ist, reflektieren, andererseits aber auch darüber, was von der buddhistischen Seite und insbesondere von der Seite der Meditation beigetragen wird, dazu die selbst erschaffenen Knoten der Identifizierung aufzulösen. Generally speaking, we could say that we group things together on the basis of similarities and differences. Allgemein gesprochen kann man sagen, dass wir Dinge zusammenfassen, sozusagen zueinander zugehörig gruppieren auf der Grundlage von Ähnlichkeit oder Gleichheit oder Unterschied. That we live in a world of categories. Mit anderen Worten, wir leben in einer Welt von Kategorien. We have a category of ourselves. Zum Beispiel haben wir eine Kategorie von uns selbst oder unserer selbst. And in relation to that, there is everything else, that which is not self. Und in Beziehung darauf gibt es dann alles andere, was eben nicht dieses Selbst ist. We have categories of young and old, male and female, and so on. Dann haben wir die Kategorien von jung und alt und von männlich, von weiblich und so weiter. And when we encounter phenomena in the world, we tend to try to locate them inside a category or a matrix of identification in order to make ourselves feel competent and relaxed in our knowledge. Und wenn wir in der Welt Phänomenerscheinungen begegnen, dann versuchen wir sie sozusagen innerhalb von bestimmten Kategorien zu identifizieren, zu lokalisieren, damit wir uns selbst auch dann das Gefühl von Sicherheit und Wissen vermitteln können. And we tend to move around in these categories according to our own temporary condition. Und wir bewegen uns in diesen Kategorien entsprechend den eigenen zeitweiligen Bedingtheiten oder Bedingungen. So that if we experience too much going on, we tend to feel a bit overwhelmed. There's too much stuff. And so we want to retreat back into maybe our own room or our garden, a place which is familiar and where everything seems to be the same. Wenn also zum Beispiel draußen zu viel vor sich geht und wir die Neigung dann verspüren, uns ein bisschen überwältigt zu fühlen, dann haben wir den Wunsch, vielleicht uns ein wenig zurückzuziehen in etwas, was wir als unser betrachten, in unser Zimmer oder in unserem Garten, einen Bereich, den wir sozusagen als vertraut und im Wesentlichen gleichbleibend empfinden. But then if things become too much the same, too similar, we start to get bored. And so we want to go outside and find something new and different in order to have some excitement. Wenn die Dinge aber zu sehr sich selbst immer gleichen, zu sehr sich sozusagen unverändert zeigen, dann beginnt uns das zu langweilen und wir versuchen dann hinauszutreten in die Welt und nach etwas anderem Ausschau zu halten, damit wir ein bisschen mehr Erregung haben können. And of course one of the ways we can introduce some degree of excitement is to vary the categories of identifications that we use for ourselves. Und eine mögliche Weise ist, bei sich selbst ein gewisses Maß an Erregung oder Aufregung zu bekommen, ist einfach die Kategorien, mit denen wir uns normalerweise selbst identifizieren, ein bisschen zu verändern. So, on a simple level, you might feel hungry. Auf einer ganz einfachen Ebene könnte es sein, dass wir uns hungrig fühlen. Now, the term hunger, because it's an abstract signifier, would indicate that there is a repeated phenomena called hunger. Nun, der Begriff Hunger, der ja nichts anderes ist als ein abstrakter Bedeutungsträger,
suggeriert so gewissermaßen die Vorstellung, als gäbe es da etwas, was sich wiederholt, als die Erscheinung von Hunger zeigt. Yesterday you probably felt some hunger, and tomorrow you probably also feel some hunger. Gestern haben wir vielleicht etwas Hunger gefühlt und morgen werden wir auch irgendwie eine Art Hunger fühlen. But of course, when you're hungry, you don't always want to eat the same thing. Dennoch, auch wenn wir hungrig sind, wollen wir nicht unbedingt immer das Gleiche essen. So, although the semantic of the term hunger would indicate something that is the same, something which is similar, its actual embodied significance for us may be taking us in very different directions. Das heißt, obwohl die Bedeutung des Wortes Hunger selbst uns gewissermaßen nahelegt, zu glauben, dass es immer ein etwas Bestimmtes und sich selbst Gleichendes ist, ist die tatsächliche empfundene Verkörperung dieser Erfahrung von Hunger etwas, was uns jedes Mal in eine etwas andere Richtung bringt oder in eine beträchtlich andere Richtung bringt. So we can use language as a way of going into very precise descriptions of our lived experience, or as a way of going up into our head and floating in a realm of abstractions which allow us not to attend to ourselves. Wir können also die Sprache auf zweierlei Weise nutzen. Wir können sie einerseits dazu nutzen, um eine sehr, sehr detaillierte und präzise Beschreibung unserer gelebten, empfundenen Erfahrungen zu verwenden. Wir können sie aber auch benutzen, um mehr sozusagen in unseren Kopf zu gehen und mit Hilfe von abstrakten Begriffen, in denen wir herumschweben, uns eigentlich daran zu hindern, tatsächlich der eigentlichen Erfahrung, die wir machen, beizuwohnen. And if we take these two directions to their extremes, they become rather similar. Und wenn man diese zwei verschiedenen Richtungen nimmt und sie ins Extreme bringt, dann werden sie einander sehr ähnlich. For example, most of the people here are German, so you could say you are German, then you could say you are European, then you could say you are human beings. Die meisten von uns werden hier vielleicht Deutsche sein und so könnte man also sagen, man ist Deutsche. Man könnte aber auch sagen, man ist Europäer oder noch abstrakter, man ist ein menschliches Wesen. On the level of being a human being, it becomes so abstract we're not quite sure what it means. Auf der Ebene von menschliches Wesen wird es so abstrakt, dass wir uns wirklich nicht mehr sicher sein können, was es denn überhaupt bedeutet. It seems to refer to something, but when you try to find out specifically what it's referring to, it can't really be defined. You have to go down into more precision. Es scheint etwas zu bedeuten, aber wenn wir dann tatsächlich daran gehen, herauszufinden, was es denn bedeutet, können wir nicht wirklich etwas greifen, sodass wir sagen, wieder auf eine etwas konkretere und präzisere Ebene heruntersteigen müssen. And in the same way, if you go into the minutiae, the precise details of your own experience, und in der gleichen Weise, wenn wir uns in die winzigen, genauesten, präzisen Details unserer eigenen Erfahrung vertiefen, say for example with the notion of hunger, zum Beispiel bezüglich der Erfahrung von Hunger, we experience hunger sometimes as a movement in our mouth, sometimes a particular kind of taste, sometimes an excess of saliva. So können wir wahrnehmen, dass wir unseren Hunger manchmal als einen bestimmten Geschmack im Mund empfinden, manchmal als eine bestimmte Empfindung einfach im Mund und manchmal einfach als ein Überfließen vom Speichel. We can also experience it in our belly. Oder aber wir machen diese Erfahrung in unserem Bauch. With grumblings, with tension, with unpleasant feeling. Verbunden mit vielleicht einem Rumoren im Bauch, mit Spannung, mit unangenehmem Gefühl im Bauch. And if you go right into staying very closely with the sensation as it arises, it becomes something unspeakable. Und wenn man sehr, sehr nah an dieser Erfahrung, so wie sie gerade aufkommt, hingeht, dann wird sie zu etwas eigentlich Unaussprechlichem. So if you can recall the sensation of being hungry in your mouth, you really want to eat something. Vielleicht können wir uns an diese Empfindung erinnern, wirklich hungrig zu sein. Wir spüren irgendwas im Mund und haben wirklich das Bedürfnis, etwas zu essen. In that particular moment, something is occurring which will never occur again. In diesem besonderen Moment erscheint etwas, was niemals wieder in dieser gleichen Form erscheinen wird. It has never occurred before.
und was niemals zuvor erschienen ist. Because you stand at this particular moment of your life, in this particular context, with this particular intensity of experience. Weil wir in diesem besonderen Augenblick unseres Lebens befindlich sind, mit seinem ganz besonderen Zusammenhang und mit einer ganz besonderen Intensität von spezifischen Gefühlen. One has to step back from this naked intensity into one's familiar conceptual categories in order to be able to articulate one's experience. Man muss sozusagen einen Schritt zurück machen aus dieser Intensität der unmittelbaren Erfahrung und sich die verschiedenen konzeptuellen, also begrifflichen Kategorien zu Hilfe holen, um überhaupt in der Lage zu sein, die Erfahrung zu artikulieren, auszudrücken. So, from a Buddhist point of view, one of the central ideas is a notion that we are, on a fundamental level, alienated from the fullness of our being. Das heißt, von buddhistischer Sichtweise oder Reflexion her gibt es hier einen sehr zentralen Begriff, dass wir nämlich gewissermaßen von der Fülle, von der umfassenden Fülle unseres Seins in gewisser Weise entfremdet sind. And that this occurs on the basis of a kind of intoxication or a mesmerization by the particulars of our existence. Und das erscheint durch eine gewisse Art von Berauschung oder von Faszination, von Magnetisierung durch die Details unserer Erfahrung. That is to say, we find ourselves living in a world which is changing all the time. Mit anderen Worten, wir befinden uns in einer Welt lebend, die sich die ganze Zeit über verändert. The sensations in our body are changing all the time. Die körperlichen Empfindungen, die wir haben, verändern sich die ganze Zeit. Our thoughts and feelings are changing all the time. Und auch unsere Gedanken und Empfindungen, Gefühle verändern sich die ganze Zeit. Clearly, the time of day is changing moment by moment, second by second. Auch die Tageszeit verändert sich von Augenblick zu Augenblick, von Sekunde zu Sekunde. The seasons, the cycles of the moon, and so on. Die Jahreszeiten, die Mondzyklen und all das. So, on a very direct and immediate level, our world is dynamic. Sodass also auf einer sehr unmittelbaren und direkten Ebene unsere Welt eine dynamische Welt ist. And yet a lot of the time our concepts are quite static. Und doch die meiste Zeit über sind unsere Begriffe, unsere Vorstellungen von der Welt statisch. So that we make sense of this ceaselessly moving continuum of experience, a revelation which is always unfolding. Sodass wir versuchen, aus diesem ständig sich bewegenden Kontinuum von Wahrnehmung, sozusagen von dieser sich ständig entfaltenden Offenbarung oder Enthüllung, by applying nouns, adverbs, adjectives, which concretize a situation. Versuchen Sinn zu machen, indem wir ständig Sachwörter, Zeitwörter, Adverbien, Adjektive und so weiter verwenden, um aus der Situation einen Sinn zu machen. So that we appear to be in more familiar territory than we actually are. So dass es uns erscheint, als seien wir auf einem mehr uns vertrauten Territorium, als es denn tatsächlich ist. That is to say, on the level of actuality, on our activity as activity which is always moving onwards. Dass auf der Ebene der Tatsächlichkeit, also der Aktivität, die sich als das, was sich ereignet und was sich ständig weiter bewegt, erscheint. The concepts that we try to name it with are ones which point to things which are repetitive and continuing to be the same through time. In unserem Versuch, diese Dinge zu beschreiben, verwenden wir Begriffe, die von einer anderen Natur sind, die nämlich eher eine Tendenz zu Konstanz, zu Wiederholung haben und so tun, als könnte man die Dinge durch die Zeit hinweg als dasselbe beschreiben. So, for example, some of the people who are here just now were in this same room
a little earlier doing a Tai Chi class. Zum Beispiel einige von denen, die hier in diesem Zimmer sind, sind schon vorher hier gewesen, also zu einem früheren Zeitpunkt heute, und haben hier einen Tai Chi Unterricht gemacht. That's a quite reasonable sentence to make. Das ist sicherlich ein sinnvoller Satz, den man aussprechen kann. Since the Tai Chi class occurred, a bomb hasn't dropped, destroying the building, and then magic workers come in and suddenly build a simulacrum, an ersatz form of it. Ganz sicher können wir sagen, dass seit dieser Tai Chi Unterricht hier stattgefunden hat, keine Bombe runtergefallen ist, die das Gebäude zerstört hat, und es sind keine magischen Leute hier erschienen, die sozusagen eine Kopie hier wiederhergestellt haben und es wieder errichtet haben. Clearly it's the same building, the same room. Klarerweise handelt es sich um dasselbe Gebäude, um denselben Raum. We know that. Wir wissen es doch. We know that on the level of the concept. Aber wir wissen es auf der Ebene der Begriffe. But of course, as the sun is going down, its light coming into the room shifts and changes. Aber natürlich, da die Sonne jetzt untergeht, kommt das Licht der Sonne hier in diesen Raum rein, und die Belichtung dieses Raumes verschiebt sich und verändert sich. And so the room as an experience is changing. Das heißt, dieser Raum als eine Erfahrung verändert sich. As an experience which is encountered through the body, through the senses, it is not the same room. Als eine Erfahrung, der man mit unserem Körper und mit unseren Sinnesorganen begegnet, als eine solche Erfahrung ist es nicht derselbe Raum. The same concept, this room, is applied to a wide range of experiences. Das heißt, derselbe Begriff oder dasselbe Konzept, dieses Zimmer, wird angewendet auf eine ganze Skala von verschiedensten Erfahrungen. Now, we could say, oh, well, even if we were to stay here till right through the night, although the light would be changing, it would still be the same room fundamentally. Wir könnten natürlich sagen, na gut, selbst wenn wir hier die ganze Nacht überbleiben würden. But again, that would be to rely on the fixity of the concept. Selbst wenn wir hier die ganze Nacht überbleiben würden und hier schlafen würden, würde trotz der veränderlichen Lichtverhältnisse der Raum im Wesentlichen selbst dasselbe bleiben. Aber auch das bedeutet, dass man sich auf seine Begriffe verlässt. How do we know it's the same room? Woher wissen wir denn, dass es derselbe Raum ist? Well, because we know something about the room. Das ist, weil wir etwas über diesen Raum wissen. We know it has a lot of windows. Wir wissen zum Beispiel, dass er eine ganze Menge Fenster hat. It has a wooden floor. Und einen hölzernen Fußboden, ein Parkett. It has a little kitchen area. Und es hat da diese kleine Küche, Teeküche. Each of these identifications is a concept. Aber jede dieser Identifizierung ist wiederum ein Begriff oder ein Konzept. Some of the windows are open and some are closed. Manche der Fenster sind offen, andere sind geschlossen. Does that matter? Ist das wichtig? Is the window the same when it's open or when it's closed? Ist das Fenster dasselbe, wenn es offen ist, als wenn es geschlossen ist? When the window's open, it becomes a source of a cooling evening breeze. Ist das Fenster offen, dann wird es zu einer Quelle einer kühlen Abendbrise. If we're hot, then a cooling evening breeze is immediately and directly part of our lived world. Wenn es uns heiß ist, dann ist diese kühlende, angenehme Abendbrise sofort und unmittelbar ein Teil unserer erlebten Welt. In terms of an embodied world, in terms of an embodied existence, which is participating in a shared movement, moment by moment, it matters a great deal whether a window is open or closed. Im Sinne unserer verkörperten Erfahrung, im Sinne von unserer geteilten Erfahrung, von unserer Teilnahme an der Welt, wie sie sich Moment von Augenblick zu Augenblick entfaltet, macht es einen großen Unterschied, die Frage, ob das Fenster offen oder geschlossen ist. So from this point of view, when we perceive sameness in the phenomenological world, in the world as it is revealed through our senses, we are often engaged in a particular kind of violence. In diesem Sinne, wenn wir auf einer phänomenologischen Ebene in
unsere Weltgleichheit wahrnehmen, dann sind wir sozusagen sofort auch in eine bestimmte Form von Gewalt involviert. It is a violence because it severs the immediacy of the direct link between our existence as something which is alive and sensory, always already living in an environment. Und das ist Gewalt, weil sie eine Trennlinie, eine Trennung durchführt zwischen unseren unmittelbaren, gelebten, verkörperten Erfahrungen, so wie wir uns in unserer Umwelt, in unserer Körperlichkeit empfinden. It's as if something is slicing down between ourselves and the world around us. Also es ist so, als ob etwas gewissermaßen eine Trennung, einen Schnitt zwischen uns selbst und der Welt um uns herum durchführen würde. And then something is slicing through us, separating our head from our body. Und ein anderer Schnitt wird durchgeführt, indem unser Kopf von unserem Körper getrennt wird. So that we live in our realm of mastery, which is the manipulation of concepts to create a reassuring fantasy that we know what's what. So dass wir in einer Welt der Fantasie von Meisterschaft leben, in der wir uns auf unsere Begriffe und Konzepte verlassen, die uns sicherstellen oder die für uns sicherstellen sollen, dass wir wissen, was ist. So we can hear little birds singing outside. Wir können aber diese kleinen Vögel da draußen singen hören. But of course we have a concept of a bird singing. Natürlich aber ist uns da auch ein Konzept von einem singenden Vogel im Weg. What we actually hear, what we encounter, is something beyond thought. Was wir aber tatsächlich hören und was das ist, dem wir begegnen, ist etwas jenseits von Denken oder Gedanken. Something which announces itself and is always forever beyond appropriation, and yet in appropriating the sound, in pulling the sound into our world, that is a bird singing, we don't catch the song, we catch ourselves, we trap ourselves in the familiar prison of our concept. Da ist etwas, was sich selbst ankündigt und was vollkommen jenseits von Aneignung ist, aber indem wir es dann doch versuchen anzueignen, nämlich als das Konzept von einem singenden Vogel, ist es nicht der Vogel oder nicht das Lied des Vogels, das wir tatsächlich zu greifen bekommen, sondern wir fassen uns selbst sozusagen und bringen uns in das Gefängnis vertrauter Konzepte und Begriffe. So that the possibility of the naked encounter with that which is arising, which has the possibility of taking ourselves out of ourselves, so we re-find ourselves in something uncovered. Und das führt dazu, dass wir etwas in uns selbst hineinziehen, statt dass wir von dem erlauben, uns aus uns selbst herauszuziehen und sozusagen mit der nackten Erfahrung dessen, was da ist, zusammenzukommen und hinauszukommen und uns selbst neu dadurch zu finden. And we lose this because we stay inside ourselves in a fixed position and we pull the world into our frame of reference. Und wir verlieren diese Möglichkeit, weil wir sozusagen in uns selbst verweilen, in einer fixierten Position und versuchen, alles von außen in unseren Bezugsrahmen, in unseren starren Bezugsrahmen hineinzuziehen. I am the same and my world is roughly the same. Ich bleibe der gleiche und meine Welt ist auch mehr oder weniger immer gleich. And because I know how things are, I don't need to attend to them. Und weil ich ja bereits weiß, wie die Dinge sind, brauche ich nicht wirklich ihnen beizuwohnen. Knowledge is then substituted for fresh experience. Und so wird das Wissen zu einem Ersatz für frische Erfahrung. And we gain power over this seeming world that we live in, but at the enormous expense of becoming slightly deadened. Und natürlich gewinnen wir Macht, wir gewinnen enorme Macht über die Welt, mit der wir zu tun haben, aber zu einem sehr hohen Preis. Und der Preis ist, dass wir ein bisschen tot sind. From the Buddhist point of view, all phenomena are experiences of the mind.
Aus buddhistischer Sichtweise sind alle Erscheinungen Erfahrungen des Geistes. Mind here means our basic noetic capacity, our capacity to be alive at the center of our experience. Und Geist bedeutet hier sozusagen unsere grundlegende noetische, unsere grundlegende Erkenntnisfähigkeit, unsere Fähigkeit zur Erkenntnis, unsere Fähigkeit im Zentrum unserer Erfahrung lebendig zu sein. That is to say, we are present with our experience. Oder mit anderen Worten, gegenwärtig zu sein mit unserer Erfahrung. And our experience is not me inside myself experiencing out to things in the world separate from myself. Denn meine Erfahrung ist nicht ich in mir selber, der da drin hockt und die Welt da draußen sozusagen nach außen hin erfährt. But our experience is the non-dual, the non-separated integration of subject and object, of self and other, as they arise together. Nein, Erfahrung ist die nicht-duale, integrierte Erfahrung von Subjekt und Objekt oder von Selbst und anderen, so wie sie gemeinsam erstehen. When you wake up in the morning, you wake up into your world. Wenn man am Morgen erwacht, erwacht man in die eigene Welt. You live in your world. Wir leben in unserer Welt. You don't live in yourself and from time to time go out into the world in the way that you might live in your flat and go out into the street. Wir leben nicht in uns selbst in der Form, dass wir da drin sind und ab und zu hinaustreten und in unsere Welt gehen, so wie etwa jemand, der in einem Apartment wohnt und ab und zu mal auf die Straße geht. We are absolutely part of the world. Wir sind auf eine absolute Weise ein Teil der Welt. So to be present is not to be present as me having an experience of something other. Gegenwärtig zu sein, präsent zu sein, bedeutet nicht als ein Ich präsent zu sein, gegenwärtig zu sein, der dann eine Erfahrung von dem anderen hat. That is to say, I'm not present as myself, presenting myself to the world. Das heißt, ich bin nicht als ich selbst gegenwärtig, der sich für die Welt sozusagen gegenwärtig gibt. But rather, presence itself, our basic aliveness and openness and receptivity, is something which is instantly, immediately, deliciously filled with experience, which is both subject and object. Es ist eher so, dass die Präsenz eine Gegenwärtigkeit, eine Lebendigkeit ist in einer Weise, in der das Subjekt und Objekt zusammen gefüllt sind mit einer kostbaren, köstlichen Fülle von Erfahrung, die sich sozusagen gleichzeitig als Subjekt und Objekt zeigt. Since the morning, just today, you have had millions of experiences. Seit diesem Morgen bis jetzt, an diesem Tag, haben wir Millionen von Erfahrungen gehabt. If you came here on your bicycle, so many things happen in the traffic, weaving with other bicycles, pedestrians, trees, everything is going on. Alleine der Weg hierher, vielleicht auf einem Fahrrad, beinhaltet schon so viele Erfahrungen. Das Fahren des Fahrrads, das Ausweichen vor anderen Radfahrern, vor Fußgängern, die Bäume, die da sind. So viele Dinge sind da. And as this experience is flowing with your senses, you have thoughts, feelings and sensations and so on. Und während diese Erfahrung durch unsere Sinne hindurchfließt, haben wir all diese Gedanken und Empfindungen und all diese Dinge, die vor sich gehen. Now, if we think of all these things you have experienced today, well, where have they gone to? Nun, wenn wir über all diese Dinge, die wir heute erfahren haben, nachdenken, dann können wir uns fragen, wo sind sie denn jetzt? If you have a cup and you pour water into it, it will fill up. Wenn wir eine Tasse haben und wir gießen da das Wasser hinein, dann wird es die Tasse auffüllen. Even something as big as a football stadium will fill up with 100,000 people. Sogar so etwas Großes wie ein Fußballstadion kann aufgefüllt werden mit 100.000 Leuten. But if you have had all these experiences today, how come you're not filled up? Wenn wir aber all diese unzähligen Erfahrungen heute hatten, wie kommt es, dass wir nicht aufgefüllt sind, dass wir nicht voll sind?
maybe you are not a lasagna. Vielleicht sind wir doch keine Lasagne. That we are not built up layer after layer after layer. Wir werden vielleicht doch nicht sozusagen Schicht für Schicht aufgebaut. Of course, sometimes it can feel like that. Sometimes we feel overwhelmed. We think, I've had it up to here, back off, leave me alone. Natürlich kann unsere Erfahrung sich manchmal so anfühlen wie eine Lasagne, dass wir das Gefühl haben, wir haben da so viel aufgetürmt, dass wir jetzt wirklich überwältigt sind und wir haben genug, lass mich in Ruhe. And I think that usually occurs because we are hanging on, we're preoccupied by experiences which we haven't allowed just to go free, and this hanging on means that we become solid and then impacted by the flow of ongoing experience. Das kann natürlich geschehen, weil wir in unseren Erfahrungen ein wenig fest geworden sind. Wir haben nicht erlaubt, dass diese Erfahrungen sich selbst sozusagen wieder freisetzen, sondern wir haben sie festgehalten und durch diese Festigkeit, die in uns entsteht, werden wir auch zu einem Ziel, auf das dann die neuen draufzuströmenden Erfahrungen draufstoßen können. From the point of view of Buddhism, the mind is considered to be not something which can be filled, but something which reveals. Aus der Sichtweise des Buddhismus betrachtet ist unser Geist nicht ein Ding, das in irgendeiner Weise aufgefüllt werden könnte, sondern es ist etwas, was Dinge enthüllt. The traditional example for this is the image of a mirror. Und das traditionelle Beispiel für diese Funktion ist die Metapher oder das Bild eines Spiegels. If you have a mirror and you hold it in your hand and you move it around, it will show many, many different impressions. Wenn man einen Spiegel hat und ihn in der Hand hält und ihn sozusagen in verschiedene Richtungen bewegt, wird der Spiegel viele, viele verschiedene Eindrücke zurückspiegeln. As you turn it, it will be open to whatever is in front of it. Während wir es wenden, wird der Spiegel offen sein, das zu zeigen, was davor ist. It doesn't accumulate images. It reveals them and then releases them. Reveals and releases. Der Spiegel, der häuft diese Bilder, die es zeigt, nicht an. Er zeigt sie und dann entlässt er sie und zeigt neue und entlässt sie wieder. Because something has been shown in the mirror doesn't mean something similar can't be shown again. Nur weil etwas in diesem Spiegel aufgetaucht ist, bedeutet das nicht, dass das Gleiche oder Ähnliches wieder gezeigt werden kann. But each time a reflection is revealed, it has the immediacy of its direct showing. It becomes present to us. Aber jedes Mal, wenn irgendetwas gezeigt wird, enthüllt wird, dann hat es auch diese Unmittelbarkeit eines direkten Gezeigtwerdens. Es ist wirklich unmittelbar für uns da. In the same way, our mind is like a mirror. It ceaselessly shows what is arising. In der gleichen Weise ist unser Geist wie ein Spiegel. Er zeigt ununterbrochen das, was er steht. Now, if you look at your face in a mirror, say you're cleaning your teeth, you see your face, you see the toothbrush going up and down, and you see the wall behind you. You see the bathroom you're in. Nun, wenn wir unser Gesicht im Spiegel betrachten, zum Beispiel wenn wir unsere Zähne putzen, dann sehen wir unser Gesicht und unsere Zähne und die Bürste, die da auf und ab hüpft. Und wir sehen aber auch die Wand hinter uns. Also wir sehen auch das Bild unseres Badezimmers. That is to say that we are always already in the context. Und das drückt aus, dass wir uns immer bereits in einem Kontext befinden. In the same way, we are revealed to ourselves with the environment. In der gleichen Weise werden wir uns selbst mit der Umgebung zusammen enthüllt. It's not that I come first and then the world. Es ist nicht so, dass ich zuerst komme und dann die Welt. But I always come with the world. Ich komme immer mit der Welt. And when I am aware of my experience, und wenn ich meiner Erfahrung bewusst bin, it's always experience in the world. Wird diese Erfahrung immer in der Welt erfahren. So I'm sitting here looking at you. So sitze ich, also sagt James, hier und schaue euch an. I can see your shapes, the different kinds of colors that you're wearing. Ich kann die verschiedenen Formen sehen, ich kann die verschiedenen Farben, die ihr anhabt, sehen. And while I'm aware of you, I'm aware of my body. Und während ich mir euer
Gegenwart bewusst bin, bin ich auch meiner Gegenwart in meinem Körper bewusst. The pressure of my weight on the seat, the tension in my back in holding this posture, the movement of my arms and so on. Des Drucks auf meinem Gesäß, der Spannung, die im Rücken da ist, um meinen Körper aufrechtzuerhalten, der Bewegung meiner Arme und so weiter. That is to say, from this point of view, subject and object, myself and yourselves, arise as the same, as equally phenomena in this open mirror of the mind. Das drückt aus, dass Subjekt und Objekt, das heißt ich selbst und euer Selbst, gleichermaßen gleichzeitig als das Gleiche steht, nämlich als gleichermaßen oder gleichberechtigte, gleichwertige Phänomenerscheinungen in dem Geist. I'll put it another way. I experience myself. Oder um es anders auszudrücken, ich erfahre mich selbst. And I experience you. Und ich erfahre euch. We are all my experience. Wir sind alle meine Erfahrung. I imagine that you are having your experience. Ich stelle mir vor, dass ihr eure eigenen Erfahrungen habt. But I only have access to my experience. Aber Zugang habe ich nur zu meiner Erfahrung. Even if you tell me in great detail about your experience, Selbst wenn ihr mir in einem sehr detaillierten Bericht berichten würdet über eure Erfahrung, my experience will be you telling me in great detail about your experience. so wird meine Erfahrung sein, euch in einem sehr detaillierten Bericht über eure Erfahrung begriffen zu sehen. That is how I experience you. Das ist so, wie ich euch erfahre. And in that experience of you, you are in my world, you are my world. Und in dieser Erfahrung von euch seid ihr in meiner Welt, ihr seid meine Welt. Just as I am your world just now, just as you are your world. In genau der gleichen Weise, wie ich eure Welt bin in diesem Augenblick und ihr selbst eure eigene Welt seid. That is to say, you have the immediacy of your sense of me. Das heißt, wir haben alle diese Unmittelbarkeit unserer Empfindung von einem Ich. Now I might say, but hang on a minute, you don't know me. Entschuldigung, eine Empfindung von mir. Aber er könnte natürlich den Einwand erheben, Moment mal, ihr kennt mich ja gar nicht. There's so much that I have to tell you about me before you can know me. Es gibt so viel, was ich euch über mich erzählen könnte, bevor ihr tatsächlich mich kennt. But that would be the me for me, and it would be abstract stories. Aber das wäre nur das Mich oder das Ich für mich und das wären für euch abstrakte Geschichten. And no matter how much detail I gave you, you would still just have your experience of me telling you. Und ganz ungeachtet dessen, wie viele Details ihr hier bereitstellen würdet von sich, würdet ihr lediglich die Erfahrung machen von ihm, der diese ganzen Geschichten erzählt. So, on this level, self and other are the same. Und auf dieser Ebene ist Selbst und das andere das Gleiche. It doesn't mean that we are homogenized like milk coming from many different farms. Und das bedeutet aber nicht, dass wir sozusagen so wie eine Milch homogenisiert worden sind, die von vielen verschiedenen Farmen kommt. And that now that I realize that you are me, you have to eat the same as me and wear the same clothes as me. Und nachdem wir also erkannt haben, dass ihr alle ich seid, müsst ihr auch dieselben Kleider tragen und dasselbe Essen essen. But when we relate directly to our own experience, we start to see the infinity of the revelation of the integrated movement of subject and object. Wenn wir aber wirklich eine unmittelbare Beziehung zu unserer Erfahrung aufnehmen, dann beginnen wir die Unendlichkeit zu erkennen, die sich in der integrierten Entfaltung oder in dem integrierten Fluss von Subjekt und Objekt verbirgt. That is to say that the root quality of our alive intelligence, our awareness, is something ungraspable. It has no personal or private content of itself, which is always there. Und das drückt aus, dass die eigentliche Schlüsselqualität unserer Lebendigkeit, unserer Intelligenz nicht etwas ist, was in sich selbst, für sich selbst eingeschlossen existiert und immer da wäre. But it is rather a potential within which infinite forms can be revealed.
Es ist eher ein Potenzial, in welchem sich unendliche Vielfalt von Formen enthüllen kann. Just as this room can be used for many different purposes. So wie dieses Zimmer eben auch für viele verschiedene Zwecke gebraucht werden kann. And the basis for this room being used for these different purposes is the fact that it's a space one can open up. Und die Grundlage dafür, dass dieses Zimmer für verschiedenste Zwecke genutzt werden kann, ist die Tatsache, dass dieser Raum eben ein Raum ist, der geöffnet werden kann. If the chairs that you're sitting on were screwed into the floor, then the possibilities of this room would be much more limited. Wenn die Stühle, auf denen wir hier sitzen, festgeschraubt werden am Fußboden, werden die Möglichkeiten für die Nutzung dieses Raumes viel geringer, viel begrenzter. But within 5 minutes we could take all the chairs and put them out and make a very big space. Wir aber könnten innerhalb von wenigen Minuten diese ganzen Stühle beiseite schieben und hier einen großen freien Raum haben. Well, we could make a great sculpture out of all the chairs. Oder wir könnten aber stattdessen eine große Skulptur aus diesen Stühlen erstellen. Because the chairs are not fixed. Weil die Stühle nicht fixiert sind. In the same way, when we in our ordinary lives become fixated on certain definitions of ourselves, certain views about our life, we screw these into the open space of our potential and we become filled up with this heavy furniture. In der gleichen Weise, wenn wir in unserem Leben in diesem Potenzial, das sich da zeigt, anfangen, uns an bestimmten Vorstellungen von uns selbst, an bestimmten Ideen über unser Leben festzuhalten, festzuklammern, dann ist es so, als würden wir in diesem Raum unseres Potenzials all diese Möbelstücke festschrauben und als wären wir angefüllt mit einer schweren und unbeweglichen Einrichtung. For example, from a psychological point of view, someone might have repeated negative thoughts. Zum Beispiel aus einer mehr psychologischen Betrachtungsweise her könnte jemand dazu neigen, unter dem Zwang zu leiden, negative Gedanken zu wiederholen. And these different thoughts may be generated out of certain core beliefs. Und diese negativen Gedanken könnten vielleicht erzeugt werden durch gewisse verinnerlichte Schlüsselvorstellungen, Kernvorstellungen. Which could be things like, I am unlovable. Es könnte so ein Satz sein oder so eine Vorstellung sein wie, mich kann man nicht lieben. I'm stupid. I'm a failure. Oder ich bin dumm oder ich bin ein Versager. And these thoughts become like a huge old sofa. Diese Gedanken werden wie so ein riesiger alter Sofa. Very heavy to move. Ist schwer umzuziehen, schwer zu bewegen. Very tempting to sit in. Und sehr verführerisch, sich darauf niederzulassen. So you can collapse into your own neurotic belief and feel quite at home. Sodass wir in unseren eigenen neurotischen Glauben oder unsere neurotische Glaubensvorstellung zusammenbrechen können und uns dann ziemlich heimlich fühlen. And then you see the world from that point of view. Und aus dieser Heimischheit, aus dieser Sichtweise betrachten wir dann die Welt. Of course, a lot of other things are going on simultaneously. Natürlich, gleichzeitig passieren viele andere Dinge. But you are now positioned and located in one particular way. Aber wir sind jetzt auf eine bestimmte Weise positioniert und festgelegt. And doing something new doesn't feel quite as real and intense as the repetition of the delicious limitation of this neurosis. Und etwas Neues zu machen, erscheint uns gar nicht so verlockend und angenehm, wie einfach in dieser köstlichen Begrenzung unserer eigenen Neurose zu verharren. Now, repeated negative thoughts have to be repeated. Nun, wiederholte negative Gedanken leben davon, dass man sie wiederholt. The reason they have to be repeated is because they don't last very long. Der Grund, warum man sie ständig vorsagen muss, ist der, dass sie nicht sehr lange verweilen würden. They seem to be enduring and the same because you keep cultivating them. Sie scheinen nur ausdauernd und sich selbst gleich zu bleiben, weil es unser Job ist, sie zu kultivieren und zu wiederholen.
So their actual immediate living quality is to be impermanent. They're arising and passing, just one of the many little movements of energy in this great flux of our lived world. Ihre eigentliche, tatsächliche Qualität ist die Vergänglichkeit, die Veränderlichkeit. Sie entstehen, sie kommen auf und vergehen, sie kommen neu auf und vergehen und sie sind nichts anderes als ein winziger Bruchteil dieses enormen energetischen Flusses unserer gelebten Welt. And yet somehow, because we become fascinated by them, mesmerized by them, we develop a selective attention that says, my worrying thoughts, my negative thoughts tell me the truth, and now because I know the truth, I don't need to check things out. Aber auf irgendeine Weise bekommen wir durch sie sehr fasziniert und magnetisiert und unsere Wahrnehmung wird selektiv, wählt aus und diese Gedanken bekommen sozusagen das Gewicht von Wahrheit. Sie scheinen uns die Wahrheit zu sagen, weil ich ja die Wahrheit schon kenne und weiß, brauche ich ja die Dinge nicht mehr auszuprobieren. So if you think you're unlovable, and a friend says, hey, why don't you come around for dinner tonight? This other friend of mine's coming, perhaps you could get on with them. Wenn wir also diesen Gedanken haben, wir sind unausstehlich, man kann uns nicht lieben und dann kommt jemand und sagt, warum kommst du heute Abend nicht vorbei? Es sind auch noch andere Freunde von mir da, vielleicht würdet ihr euch gut verstehen. You start to feel, no, I don't want to be rejected again. Dann beginnen wir das Gefühl zu haben, nee, lieber nicht, ich habe nicht Lust darauf, wieder abgelehnt zu werden. Why should I expose myself to that? I know it's not going to work out. Warum sollte ich mich so etwas aussetzen? Ich weiß doch dass es nicht funktionieren wird. And in that way, something new is arising, but it's being presented as something which would be simply the repetition of something old. Und in dieser Weise ist eigentlich etwas Neues, das sich darbietet, aber es präsentiert sich uns in einer Art und Weise, als wäre da eigentlich etwas, was wir bereits kennen und was altbekannt ist. In that way, knowledge precedes experience. In dieser Weise schreitet das Wissen der Erfahrung voran. And when that occurs, you don't need to attend to what you're experiencing. Und wenn das erscheint, brauchen wir uns nicht mehr darum zu kümmern, unserer eigentlichen Erfahrung beizuwohnen, dabei zu sein. The purpose of Buddhist meditation is to try to reverse that tendency. Und der Zweck buddhistischer Meditation dient der Umkehr dieser Tendenz. To create situations in which we start to privilege the raw, naked freshness of experience and to trust that so that we can start to relinquish our reliance on assumptions and habits and beliefs. Hier geht es darum, uns sozusagen der frischen und rohen Qualität unserer unmittelbaren Erfahrung zuzuwenden und auch ein gewisses Vertrauen in diese frische und rohe Qualität unserer Erfahrung zu schenken, sodass wir allmählich uns davon trennen können, es loslassen können, uns auf alte Glaubensvorstellungen zu stützen. For what we take to be the same in this world is actually a whole range of infinite differences. Denn das, was wir normalerweise in dieser Welt für das Gleiche halten, ist in Wirklichkeit eine unendliche Skala von unendlichen Unterschieden. Moment by moment, there is a unique specificity to each instant of existence. Von Augenblick zu Augenblick hat jeder Augenblick unserer Existenz eine einmalige und einzigartige Besonderheit. Of course, part of that is language itself. Und ein Teil davon ist natürlich die Sprache selbst. If we reintegrate language as experience, wenn wir unsere Sprache als eine Erfahrung wieder zurückintegrieren and experience it as an embodied gestural system through which we bring about relatedness with others, und wenn wir sie als ein verkörpertes System von Gesten anfangen zu erfahren, mit dessen Hilfe wir Bezogenheit mit anderen kultivieren können, rather than an abstract and abstracting system for making sense of things, statt als ein abstraktes und abstrahierendes System, um aus Dingen Sinn zu machen, then language gets woven into the ceaseless flow of experience.
dann wird die Sprache in den ununterbrochenen Fluss von Erfahrung hinein verwoben. And of course, one of the things about speech is that it's moving all the time. Und natürlich eines der Dinge, über die, die Sprache betreffen, ist die Tatsache, dass die Sprache sich die ganze Zeit über bewegt. It is an aspect of this ongoing revelation that we are all wonderfully alive and present with. Es ist ein Aspekt dieser stets sich vollziehenden Enthüllung, derer Zeuge wir sozusagen auf eine wunderbare und lebendige Weise sind. So, rather than seeing our ordinary lives as something stable, secure and reliable, statt also unser gewöhnliches Leben als etwas Sicheres, Stabiles und Verlässliches zu betrachten, and something then that we might try to get some relief from by looking to some open spiritual dimension somewhere else, something perhaps magical or mystical. Als etwas zu betrachten, von dem wir vielleicht ein wenig Erleichterung bekommen könnten, indem wir nach irgendeinem offenen spirituellen System schauen, das vielleicht auch sogar irgendeine Art magische oder mystische Qualität besitzt. Through the practice of meditation, we come to experience our mind as this ungraspable experience, open and empty like the mirror, which is always the same. Stattdessen kommen wir durch die Praxis der Meditation zu der Erfahrung unseres eigenen Geistes als etwas Unaussprechliches und Ungreifbares, als eine offene und zugleich leere Dimension des Spiegels, in dem alles grundlegend dasselbe ist. And within and through this openness, this absolute naked absence of any furniture, all movement, all gesture reveals itself moment by moment as this or that or this or that. Und in dieser vollkommenen Offenheit, in dieser vollkommenen Abwesenheit jeder Art von Möblierung oder Einrichtung enthüllt sich von Augenblick zu Augenblick jedwede Art von Einrichtung oder Möblement als dieses und jenes, als dieses und jenes. In that way, our participation in the world is always one of aliveness. In dieser Weise ist unsere Teilnahme an der Welt immer eine Teilnahme der Lebendigkeit. We're not operating on an automatic pilot. Wir operieren dann nicht mehr auf einem Autopiloten. We're not taking things for granted. Wir nehmen die Dinge nicht für selbstverständlich. But rather, by the freshness of our contact with the living world, we are touched and moved, and subject and object are then ceaselessly dancing and creating infinite patterns. Wir sind sozusagen nicht mit vorgefassten Mustern konfrontiert, sondern dadurch, dass wir uns berühren lassen, dass wir wirklich bewegt sind durch unsere Erfahrung, bewegen sich Subjekt und Objekt in einem endlosen Tanz. So, in more traditional language, in Tibetan Buddhism, they would say that the central aspects of our existence is the relation between wisdom and compassion. In einer etwas traditionelleren Sprache, wenn man sozusagen die Sprache des tibetischen Buddhismus verwenden will, würde man sagen, dass der zentrale Aspekt unseres Lebens das Zusammengehen von Weisheit und Mitgefühl ist. And here wisdom is the capacity to examine the familiar building blocks of your life. Und Weisheit bedeutet hier die Fähigkeit, die vertrauten Bausteine unseres Lebens zu untersuchen. The knowledge, the information, the habits, the beliefs on which you build your sense of who you are. Das Wissen, die Informationen, die Gewohnheiten, all das, worauf wir unser Empfinden dessen, wer wir eigentlich sind, aufbauen. And to realize that it is without true substance. Und zu erkennen, dass all dies ohne jede wahre Substanz ist. It is there, of course. We can communicate, we can talk about places. Have you ever been to Berlin? Oh yes, there's like this or that. Natürlich ist es da, wir können darüber kommunizieren, wir können über Plätze uns austauschen, wir können jemanden fragen, warst du schon in Berlin? Und sagen, ja klar, da und da ist dieses und jenes zu sehen. But
again in a traditional image, it's like the, the reflection of moon on water. Aber das traditionelle Bild dafür ist mehr wie das Spiegelbild vom Mond auf einer Pfütze Wasser. On a full moon night, if you're in a quiet country place and you see the reflection of the moon on a still pond, it looks so present, so exactly there, you feel you could grasp it. An einer Vollmondnacht, die sehr windstill ist, sehr klar ist, konnte man, wenn man dann die Oberfläche eines stillen Sees betrachtet, den Mond so lebendig und so präzise sehen, als könnte man ihn geradezu greifen. Something is there, but it's nothing graspable. Etwas ist da, aber es ist nichts Greifbares. All that we build our lives from is in that way like an illusion. Alles, worauf wir unser Leben aufbauen, ist in diesem Sinne eine Illusion. If you become a parent and you have children, Wenn man jetzt zu Eltern wird und Kinder hat, then maybe you have a son or a daughter, vielleicht haben wir einen Sohn, eine Tochter, and for a period they're a baby, eine Weile sind sie ein Baby, then they're an infant, dann ein Kind then they're an adolescent, und dann ein Jugendlicher and then they're adult. und dann sind sie erwachsen. And what were they ever really? Und was waren sie denn jemals wirklich? A process, moving and changing. Ein sich stets bewegender und veränderlicher Prozess. But we say, I have a child, the way we say, I have a motor car. Aber wir sagen, ich habe ein Kind in der gleichen Weise, wie wir sagen, ich habe ein Auto. But even the motor car is always changing. Aber selbst ein Auto verändert sich ständig. And we say, I have a body. Und dann in der gleichen Weise sagen wir, ich habe einen Körper. But the body also is changing. Aber der Körper verändert sich auch. That is to say, everything is impermanent. Everything is a process, part of this infinite universal flow, which is beyond our conceptualization. Und das bedeutet, dass alles veränderlich ist, alles einem Prozess der Veränderung unterworfen ist und ein Teil dieses unendlichen universellen Flusses ist, welcher vollkommen jenseits unserer Begrifflichkeit ist. And so through wisdom we can see that the stabilizing, static concepts we use to create a world of familiar things is just an illusory play, like a magician. Und so können wir durch Weisheit erkennen, dass wir mit Hilfe unserer statischen Konzepte, mit denen wir unsere Welt als eine Welt der Dinge erklären wollen, konzipieren wollen, nichts anderes ist als eine Art magisches Spiel, ein illusorisches Spiel, ohne jede Wirklichkeit. And through that we come to see, because everything is moving, because all our experience always is just flowing through, there is something other than that, something which we always are, which is this open presence, but we can't catch it, we can't find it. Und dadurch können wir anfangen zu erkennen, dass, weil gerade unsere Erfahrung durch uns hindurchfließt und ständig in Bewegung ist, dass es da in diesem Fluss auch noch etwas anderes gibt, das immer gegenwärtig ist und immer da ist und das immer dasselbe ist, aber etwas ist, das wir nicht wirklich fassen können, nicht wirklich greifen können. The most reliable part about me, the thing which is always the same, is something which is not a thing. Das Verlässlichste an mir, das Ding an mir, das immer dasselbe bleibt, ist etwas, was gar kein Ding ist. It is a potential which is never exhausted. Es ist ein Potenzial, das sich niemals erschöpfen kann. And compassion is then to recognize that all the movements that arise out of and within this openness of potential is gestural interaction. It is compassion itself. Und Mitgefühl bedeutet hier, dass all die Bewegungen, die in diesem Potenzial aufkommen, all das, was sich darin ereignet, nichts anderes ist als ein Spiel der Gesten. Es ist ein Spiel der Gesten des Mitgefühls selbst. So the compassion is not about doing something for someone else. It's not about providing them with something they lack. Mitgefühl handelt also nicht davon, dass ich etwas für andere tue oder für sie besorge, was sie gerne hätten. But rather to help us, and we can mutually help each other in this, to help us awaken and stay awake to the fact that our experience is always with others.
sondern Mitgefühl bedeutet stattdessen eher zu erwachen und uns zu helfen zu erwachen, in dem Sinne, dass wir uns gegenseitig darin helfen können, zu erwachen und auch wach zu bleiben in der Erkenntnis, dass Erfahrung immer eine Erfahrung mit anderen ist. That others are ourselves and we are the selves of others. Dass andere wir selbst sind und wir das Selbst der anderen sind. And in that way, we cannot claim a kind of unique little island as a separate, stable existence. Und in diesem Sinne können wir nicht irgendwie für uns selbst eine kleine, abgetrennte Insel getrennter Existenz beanspruchen. Because there is nothing stable and separate about it. Denn es gibt daran nichts Stabiles oder wirklich Trennbares oder Getrenntes. We are always becoming different because we are connected with others. Wir werden ständig zu jemandem anderen, indem wir mit anderen oder weil wir mit anderen verbunden sind. Somebody tells us that a mutual friend is sick and we immediately feel sad. Jemand erzählt uns, dass ein gemeinsamer Freund erkrankt ist und sofort fühlen wir uns traurig. We see a beautiful sunset and we feel a sense of awe and a kind of tingling sensation. Wir sehen einen wunderschönen Sonnenuntergang und wir haben diese Empfindung von Ehrfurcht und etwas Prickelndes. That is to say that we don't have a kind of border post around us where information comes from the world and then we decide whether we will pick it up or not. Das drückt aus, dass es um uns nicht so etwas wie eine Art Grenzposten gibt, der irgendwie dann die Informationen, die von außen kommen, sozusagen überprüft und dann entscheidet, ob er sie durch die Grenze durchlässt und in uns hineinlässt oder nicht. The sun is setting in me. Denn die Sonne geht in mir unter. I can feel the sun setting. You can feel the cooling of the air, the different quality of the light. This is our experience. It's not some abstract bit of knowledge. Ich kann dieses Untergehen der Sonne fühlen. Ich kann das kühler werdende Luft fühlen. Ich kann all diese Dinge unmittelbar wahrnehmen. Sie sind nicht irgendein abstraktes Wissen oder irgendein abstrakter Begriff vom Sonnenuntergang. So, because the world is always changing, because of the infinite difference inside it, which can't be simplified into simple samenesses, da die Welt sich ständig verändert und weil es darin unendlichen Unterschied gibt, den man nicht auf irgendwie ein paar Gruppen von Gleichheiten zurückführen könnte, vereinfachen könnte, our task is participation, not control. Ist unsere Aufgabe Teilnahme und nicht Kontrolle. And the central notion of ignorance and attachment in Buddhism is that it substitutes an anxious control and a will to power and a domination in the place of relaxation, opening and participation. Und ein zentraler Begriff des Anhaftens, des Festhaltens im Buddhismus bedeutet nichts anderes, als dass wir diese Tendenz haben, die Teilnahme durch ängstliches Kontrollieren, durch ängstliche Machtwünsche und Versuche, etwas nach dem eigenen Willen zu steuern, ersetzt. And here we are on the summer solstice, where again the pattern of the world is changing. Und hier sind wir also heute an dieser Tag- und Nachtgleiche des Sommers, an der sich die Welt wieder verändert. We move immediately towards winter. Wir werden uns ab heute unmittelbar auf den Winter zu bewegen. And that's how it always is. Und das ist, wie es immer ist. So, see if you have any thoughts or questions about that. Wollen wir doch mal sehen, ob vielleicht ein paar Gedanken oder Fragen zu diesem Themenkreis da sind. Über einen jetzigen Augenblicks. And the audience or the students are those who have a ripened state of wisdom and compassion. Und auch die Zuhörerschaft ist die gleiche. Das sind all die Schüler, die gereift sind und die einen vollgereiften Zustand von Weisheit und Mitgefühl entwickelt haben. But these states, which you could say in some ways are similar to a kind of Jungian archetype, are phenomena which exist for a while due to causes and conditions and then vanish. Aber diese Zustände, die man in gewisser Weise mit den Jungschen Archetypen gleichsetzen könnte,
sind Erscheinungen, die für eine, wenn auch lange Weile existieren, aufgrund von Ursachen und Bedingungen und dann aber auch wieder verschwinden können. Because fundamentally, the only thing which is reliable is not a thing. Denn grundlegend gesprochen ist das Einzige, was wirklich verlässlich ist, eben kein Ding. It is emptiness itself. Es ist die Leerheit selbst. And that the forms that occur in this world are due to certain conditions of our perception. Die Formen, die in dieser Welt erscheinen, die erscheinen nur aufgrund gewisser Bedingtheiten unserer eigenen Wahrnehmung. Now, science might claim that the triangle will always be there, whether people will know about it or not. It's a truth, like Plato would say, in the realm of pure ideas. These are the perfect forms, and we see them but through a glass darkly here. Also das würde das sein, was die Wissenschaft behauptet, dass ein Dreieck sozusagen immer diese Winkelsumme von 180 Grad haben wird, ganz gleich, ob es denn Leute gibt, die das wissen oder ob es niemanden gibt, der das denkt. Gewissermaßen eben im Sinne dieser platonischen Ideen, die einfach als vollkommene Form existieren und von uns lediglich durch ein getrübtes Glas wahrgenommen werden können. But these forms, in a sense, belong. They don't have a function in terms of helping people to see how the immediacy of their existence is. Aber diese Formen besitzen keine Funktion im Sinne einer unterstützenden Funktion, den Menschen zu helfen, die Welt so wie sie ist zu erkennen. So in that sense, Buddhism would be closer to the pre-Socratics like Heraclitus. In diesem Sinne wäre Buddhismus näher an den Präsokratikern, Vorsokratikern wie Heraklit. When Heraclitus says you can never step in the same river twice. Berühmter Ausspruch von Heraklit ist, du kannst niemals in den gleichen Fluss zweimal deinen Fuß hineinstellen. And that, from a Buddhist point of view, has much greater ethical, ontological and metaphysical significance than the structures of geometry, for example. Aus buddhistischer Sichtweise hat eine solche Aussage einen viel größeren ethischen, ontologischen, metaphysischen Wert für Menschen als jetzt irgendwelche abstrakten geometrischen Strukturen zum Beispiel. And in the world, Buddhist mathematics is not well known, and that's because it doesn't exist. In dieser Welt ist eine buddhistische Mathematik nicht sehr berühmt und das liegt daran, dass sie gar nicht existiert. Most Tibetans did their counting on their fingers, so they didn't have any integral calculus or anything like that. Die meisten Tibeter haben einfach mit Hilfe ihrer Finger Dinge abgezählt und haben keine Integralrechnung entwickelt oder dergleichen mehr. And this relates actually to a very important issue, I think, one which I think Heidegger is very concerned with, the whole issue of technique and the dangers of technique. Und das hat eine Beziehung zu einem sehr wichtigen Thema, zu einem Thema, mit dem übrigens Heidegger auch sehr befasst war, nämlich mit der Frage der Technik und ihrer Gefahren. You know, what is concerned with a technical relationship with the world, with a relationship of power. Das, was man als eine technische Beziehung zur Welt oder als eine Beziehung der Macht zur Welt betrachtet. In Tibet, we could say it's a very medieval kind of culture, and it was in many ways. But the only wheels that people had really were prayer wheels. In Tibet, welches ja eine sehr mittelalterliche Kultur in gewissem Sinne war, war es so, dass die einzigen Räder, die es in dieser Kultur gab, Gebetsräder waren. Because the tilt of the culture was not about power, individual agency over the environment. Denn die Neigung dieser Kultur lag nicht in Richtung Macht und sozusagen individuelle Beherrschung der Umgebung, der Umwelt. But about a sensitivity about how to inhabit the environment with leaving as few traces on the environment as possible. Sondern die Kultur handelt mehr von der Empfindsamkeit für die Frage, wie kann man diese Umwelt bewohnen, in einer Art und Weise, in der man in dieser Umwelt so wenige Spuren wie möglich hinterlässt. And in that way, these Western and Eastern traditions of philosophy went in very different directions. In diesem Sinne sind die östlichen, die westlichen philosophischen Traditionen in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen weitergegangen. Any other questions or thoughts before we come to an end?
Ich habe noch eine Frage zu Entscheidungen oder zu Wahltreffen. Also das ist ja, was uns im Alltag auch sehr häufig beschäftigt, dass man überlegt, fahre ich ans Meer oder in die Berge oder setze ich mich vor die Glotze oder lese ein Buch von James Lowe. Ja, und das eigentlich ständig ja dann auch abläuft, mache ich dies oder mache ich jenes. Und ist es so, dass es letztlich egal ist, was ich mache? Kann ich mich genauso gut vor die Glotze setzen, wie jetzt ja, irgendwas anderes machen? So this question concerns the issue of choices, or making a choice and making a decision. In our daily life we sort of have always to decide something. Are we going to spend our holidays at the seashore, on the mountain? Are we going to sit in front of a TV set, or are we reading your book? What are we going to do? And is that so that from what you've said, one could conclude that it just doesn't matter, that it's equally good to sit in front of a TV set as reading a book, or what would you say about this? Okay, well, it's a very interesting question. Of course, the central point there would be, who is the one who is performing the action? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, aber der zentrale Punkt dieser Frage ist vielleicht, wer ist derjenige, der diese Handlung überhaupt ausführt? As long as we have slipped out of the natural integration into the world, and we have become I, me, myself, with my life, my likes, my dislikes, wanting to get the best for myself and avoid danger. Solange wir sozusagen in diesem Hinausgeschlüpftsein aus der natürlichen Integration verweilen und zu einem Ich selbst in mir selbst geworden sind, der sein eigenes Leben in sich selbst führen will, in der Weise, dass er das Beste aus dem Leben bekommen will und sozusagen das Beste haben will und Gefahren, Schwierigkeiten vermeiden will, then my choices are going to be made in terms of my felt sense of who I am. Solange das der Fall ist, werden meine Entscheidungen und meine Wahlen immer aufgrund meiner selbst empfundenen Vorstellung von dem, was ich oder wer ich bin, getroffen werden. That is to say, the potential of the room will be determined by the furniture that's inside it. Das heißt, das Potenzial des Zimmers oder des Raumes oder die Nutzbarkeit dieses Raumes wird bestimmt festgelegt durch die Art von Meublement, von Einrichtung, die wir da hineingetan haben. Now, if through our practice of meditation we come to have a more immediate sense of the potential, the openness of the room itself, Und wenn wir aber durch unsere Meditation, durch die Praxis der Meditation mehr zu einem unmittelbaren Wahrnehmen des Raumes selbst, der Offenheit unseres Raumes selbst kommen, and then we are able to move the furniture to make the room more hospitable for other people, und wenn wir dann fähig sind, die Möbel ein bisschen anzufangen, umherzurücken, um den Raum auch für andere Menschen etwas gastfreundlicher zu gestalten, and we can do that without forgetting the potential of the room itself, und wenn wir dieses Herumschieben anstellen können, ohne das offene Potenzial des Raumes selbst zu vergessen, then it doesn't matter what you do. dann ist es egal, was du tust. But if you're nailed to your chair and your chair doesn't move, it matters a hell of a lot what you do. Wenn aber wir selbst an unserem Stuhl festgenagelt sind und der Stuhl sich auch nicht bewegen lässt, dann ist es höllisch wichtig, was man tut. Okay, that's about our time, I think. So, hope it's been of interest in some way. Okay, one last question. What was the third body as you mentioned? Dharmakaya, Sambhogakaya. Sambhogakaya, and the third one is Nirmanakaya. Nirmanakaya. Okay, so thank you very much and good luck. Thank you. Wer Interesse hat, nochmal zu kommen, der kann sich da auch eine Liste eintragen. Ich habe auch nicht nur gemeint für nächstes Jahr, ich wollte nur sagen, dass ein Seminar Morgen und übermorgen. Also es findet morgen. Für nächstes Jahr. Aber nächstes Jahr ist auch ganz gut. Es findet am Wochenende ein Seminar statt. Ja. Und wer Interesse daran hat, noch einige Flyer, solche sind. Freitag, Samstag.